Der mutmaßliche Terrorist von Solingen sitzt unterdessen in Untersuchungshaft. Dem 26-jährigen Syrer wird dreifacher Mord, schwere Körperverletzung sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Deshalb hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Die Terrororganisation IS veröffentlichte unterdessen ein Video, das Issa al-Hassan angeblich bei seinem islamistischen Treueschwur zeigen soll. Allerdings ist das Gesicht des Mannes fast vollständig bedeckt. Die Echtheit des Videos lässt sich deshalb nicht zweifelsfrei klären. Viktoria Grünenthal. Bis auf einen schmalen Schlitz für die Augen ist er komplett verhüllt. Dieses Video soll den mutmaßlichen Attentäter von Solingen, Issa al-Hassan, zeigen. Der Islamische Staat verbreitet es über seine Propagandakanäle. In der einen Hand hält der Mann etwas, das wie ein Schwert aussieht. Er nennt sich in dem Video Samarkand A, möglicherweise ein Kampfname, und sagt, er stamme aus Deir al-Zor im Osten Syriens, also aus der Stadt, aus der auch Issa al-Hassan kommt. Auf Arabisch leistet die Person dem Anführer des IS einen Treueeid, spricht ihn mit dem Ehrentitel Emir an. Die Person droht: Ihr Kreuzfahrer, ihr habt Massaker in Bosnien angerichtet, ihr habt Massaker in Palästina angerichtet, ihr habt Massaker in der Levante und im Irak verübt. Ihr dachtet, ihr seid sicher, aber ich werde, so Gott will, eure Adern durchschneiden. Eine Anspielung unter anderem auf den Nahostkonflikt. Forscher sehen den Krieg zwischen Israel und der Hamas als Brandbeschleuniger für die Radikalisierung von Islamisten. Also wenn man die Situation in unterschiedlichen europäischen Ländern, aber insbesondere bei uns in Deutschland seit dem 7. Oktober, seit diesem schrecklichen Terror der Hamas beobachtet man gerade in der islamistischen Szene eine enorme Enthemmung. Das Video wird an einem anderen Ort offenbar im Freien fortgesetzt. Zu sehen ist ein verpixelter Mann, der seine Eltern um Verzeihung bittet. In einer dritten Videoaufnahme spricht ein ebenfalls verpixelter Mann, der dieselbe Kleidung trägt wie der im zweiten Videoschnipsel, davon, dass es nur noch ein paar Augenblicke seien. Die Polizei untersucht nun, ob es sich tatsächlich um ein Bekennervideo von Issa al-Hassan handelt. Aufschluss darüber soll die Auswertung seines Handys bringen. Mit dem Anschlag von Solingen, mutmaßlich durchgeführt von einem Mitglied des Islamischen Staats, rückt die Terrorgruppe auch in Deutschland wieder in den Fokus. Es gibt klare Indizien, dass der IS immer, auch nach seiner militärischen Niederlage, nie besiegt war. Und er hat Männer ins Ausland geschickt, in alle Welt, mit dem klaren Auftrag, auch durch Messenger und geheime Codes: Geht dorthin, ihr müsst jetzt nicht unbedingt in Syrien bleiben, geht dorthin und schlagt die Ungläubigen, so lautete das, mit Autos, mit Steinen und mit Messern. Der 26-jährige Syrer, der auf dem Solinger Stadtfest 3 Menschen getötet und 8 verletzt hat, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat Haftbefehl unter anderem wegen Mordes und Verdachts der Mitgliedschaft beim IS erlassen. Und bei uns im Studio jetzt der Extremismusexperte Ahmad Mansour. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was sind das denn für Leute, die sich der Terrororganisation IS andienen? Als der sogenannte Islamische Staat entstand, war der mutmaßliche Attentäter etwa 15 Jahre alt. Ja, das ist Ideologie nicht zu Ende gegangen. Also wir haben in den letzten Jahren junger Menschen, die auf der Suche nach Adrenalin, nach eine Art von Sinn im Leben gesucht haben, die unzufrieden mit ihrem Leben haben. Jetzt haben wir aber mittlerweile mit Menschen zu tun, die entweder gezielt nach Deutschland gekommen sind, also die Wege der Flüchtlinge nutzen, um hier Terrorstrukturen aufzubauen. Das heißt, sie haben sich nicht in Deutschland, sondern in Syrien oder in Irak radikalisiert. Und wir haben eine Stimmung im Lande seit dem 7. Oktober, vor allem in den sozialen Medien, die ganz, ganz viele Leute rekrutieren lässt, weil sie so emotionalisiert auf diesen Konflikt reagieren und Deutschland, die Ungläubiger, diejenigen, die Israel unterstützen, einfach wehtun wollen. Inwiefern haben da auch die deutschen Behörden versagt, weil sie fälschlicherweise annahmen, dass der Islamische Staat schon zerschlagen sei? Ja, sie haben versagt, weil sie ihre Bürger nicht schützen konnten. Mit jedem Anschlag, mit jeder Terror, der in Deutschland stattfindet, ist das ein
Zeugnis für ein Versagen der Politik und die muss agieren. Sie hat aber versagt, weil sie gegen rechts einen Kampf geführt hat und alle anderen radikalen Gruppierungen komplett verharmlost haben. Sie haben aber auch versagt, weil sie im Namen von Toleranz und Vielfalt und eine Art von idealisierter Migrationspolitik dazu geführt hat, dass jeder Stimme, die gesagt hat, Moment mal, die kommen nicht nur Schutzsuchender zu uns, sondern es gibt Leute, die hier Schutz suchen und von denen wir geschützt werden müssen. Und diese Debatte haben wir nicht geführt und Maßnahmen haben wir auch nicht entwickelt, um genau diese Terroristen zu stoppen, bevor sie in Deutschland sind. Es gibt ja auch ein Bekennervideo, das jetzt aufgetaucht ist. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es echt ist oder dass es sich hier um den Terroristen handelt. Aber er sagt auch, er wolle Rache nehmen für die Menschen im Gazastreifen und für das Massaker, so heißt es, das wir in Palästina angerichtet haben. Was haben die Menschen in Solingen damit zu tun? Warum wird der Gaza-Krieg oder der Nahostkonflikt und die Palästinenser hier als Mobilisierung genommen? Weil in den sozialen Medien die große Kampagne der Menschheitsgeschichte gerade stattfindet und wo Israel, Juden und alle, die Israel unterstützen, als bösartig dargestellt. Terror ist immer eine Frage von Gelegenheit und es ist egal, wo eine Sammlung von Menschen, die glauben, diese Terroristen, das Deutsche, dass Menschen, die nicht Muslime sind, Menschen, die in Deutschland sind, ein Ziel von Terror, weil sie ja in Deutschland sich aufhalten. Sie werden auch Ausländer umbringen wollen. Hauptsache, die schaffen eine gewisse Destabilisierung, sie schaffen eine gewisse Angst. Und das ist genau das, was Terror haben möchte. Und es hat es auch geschafft. Aber wie kann man ganz konkret die Fanatisierung vor allen Dingen junger Muslime stoppen? Würde es da etwas helfen, wenn man die Moscheen stärker untersuchen würde, ob da Hasspredigten gehalten werden? In diesem Fall könnte es ja auch schon sein, dass der junge Mann schon fanatisiert hierher gekommen ist. Das hilft immer, natürlich zu schauen, was in den Moscheen gepredigt wird. Aber die Musik spielt mittlerweile woanders. Sie spielt in den sozialen Medien. Die radikalen Gruppierungen wie Generation Islam oder Realität Islam, sie haben keine Moscheen. Sie haben aber YouTube, sie haben X, sie haben TikTok und da radikalisieren sich die Menschen, da werden sie angesprochen. Aber wie kommt man da ran? Indem wir eine Gegennarrative, eine Gegenerzählung haben. Wir haben eine Politik, die Entscheidungen trifft. Aber sie schafft nicht, diese Entscheidungen auch so zu kommunizieren, dass die Menschen jenseits von Schwarz und Weiß eine gewisse Komplexität verstehen. Solange wir nicht da sind, wird nicht passieren. Wir müssen in den sozialen Medien aktiver werden. Ahmad Mansour, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die Einschätzungen. Danke. Sehr gerne.